Wenn ihr wissen wollt, welche LARP-Genres in Deutschland so bespielt werden, seid ihr hier genau richtig. Hallo und willkommen zum zweiten Video in unserem LARP-Einsteiger-Guide hier in der OT-Blase. Moin, ich bin Lukas, die zweite Hälfte der OT-Blase, und zusammen mit Dominik betreibe ich diesen Channel rund um das Thema Live-Action-Roleplay. Generell könnt ihr gerne diesen Kanal abonnieren, wenn ihr zukünftig mit jede Menge Videos über das schönste Hobby der Welt, LARP, zugeballert werden wollt. Aber schauen wir direkt mal ins Thema ein. Welche LARP-Genres werden so gespielt und wo liegen da genau die Unterschiede? Von vornherein, es gibt wirklich viele Genres und das Ganze ist meist etwas komplexer, wenn man mal etwas genauer hinschaut. Mit diesem Video wollen wir euch vor allen Dingen einen ersten Einblick liefern, damit ihr einen Anhaltspunkt habt, was es da draußen so gibt und was euch vielleicht interessieren könnte. Beginnen wir doch mal mit dem meistgespielten Genre in Deutschland, dem Fantasy LARP. In diesem Genre bespielt ihr fantastische Welten nach Vorbildern wie Herr der Ringe, Game of Thrones oder The Witcher. Hier begegnet ihr Elementen wie Magie, fantastischen Wesen wie Orks oder Elfen und erlebt Szenarien wie zum Beispiel Ritterturniere, Feldzüge oder auch klassische Abenteuergeschichten. Optisch erinnert dieses Genre dabei meist an das europäische Mittelalter. Einer der großen Vorteile dieses Genres ist die hohe Dichte und Vielfalt der Events. Das bedeutet, dass ihr zu jeder Jahreszeit immer eine gute Auswahl an Veranstaltungen, verschiedene Ausrichtungen, Dauer und Preisen zur Verfügung habt. Ein kleiner Nachteil vom Fantasy LARPs: die Einstiegskosten. Die Grundausrüstung ist meistens nicht ganz so günstig wie bei anderen Genres. Einen kleinen Lichtblick gibt es allerdings. Vieles in dieser Grundausstattung, wie zum Beispiel Bekleidung, kann man kostengünstig selber machen oder gebraucht auf diversen Plattformen erstehen. Oft besteht auch die Möglichkeit, sich Klamotten für eine Veranstaltung zu leihen, wenn man einfach nur mal reinschnuppern will. Falls ihr euch am LARP-Kampf beteiligen wollt, führt allerdings kein Weg an einer Polsterwaffe vorbei. Diese können im Neukauf sehr kostspielig werden, aber auch hier gibt es einen florierenden Gebrauchthandel, der es euch ermöglicht, eure Kosten in einen relativ überschaubaren Rahmen zu halten. Als nächstes kommen wir zum Endzeit-LARP. In diesem Genre bespielt ihr unsere reale Welt, nachdem ein undefiniertes apokalyptisches Ereignis stattgefunden hat und die Zivilisation, so wie wir sie heute kennen, zerfallen ist. Je nach Spielwelt liegt dieses apokalyptische Ereignis mehrere Jahre oder gar Jahrhunderte zurück. Typische Szenarien in diesem Genre ist das Bespielen von neu gebildeten Siedlungen, Konflikte zwischen konkurrierenden Banden oder dem Erkämpfen von wichtigen Ressourcen. Dabei sind die Szenarien oft sehr lose gestaltet, sprich, ihr habt meistens extrem viel Handlungsfreiheit, um diese Welten zu bespielen. Stilistisch orientiert sich das Endzeit-LARP klar an Videospielen wie zum Beispiel Fallout, Stalker oder Borderlands, aber auch an Filmen wie zum Beispiel Mad Max oder Die Jugger. Diese Stilrichtung macht den Einstieg ins Endzeit-LARP auch sehr einfach, da als Kleidung meistens ausgediente Sachen reichen, die mit einfachsten Mitteln verwittert, geflickt oder passend gestylt werden können. Als Bewaffnung werden meistens Nerf Blaster benutzt. Ein großer Vorteil hierbei: die Dinger sind echt nicht teuer und sind schon mit wenigen Arbeitsschritten ans Genre angepasst. Die Eventdichte im Endzeit-LARP ist in den letzten Jahren tatsächlich kontinuierlich angestiegen und bietet mittlerweile recht regelmäßige Spielgelegenheiten mit großen wie auch kleinen Events. Einziger Nachteil ist, dass diese Events oft weit über Deutschland verteilt und somit manchmal nicht ganz so einfach zu erreichen sind. Kommen wir nun zum Vampire LARP, welches auch Vampire Live genannt wird. Dieses Genre ist inspiriert vom gleichnamigen Pen-and-Paper-Rollenspiel des White Wolf Verlags. Wie der Name schon vermuten lässt, bespielt ihr in diesem Genre meistens einen Vampir, welcher aus einem der zahlreichen Vampire-Clans aus dem Vampire-Universum stammt. Bespielt werden oft die Konflikte und Intrigen in und unter den verschiedenen Clans. Denn diese unterscheiden sich nicht nur optisch stark voneinander, sondern verfolgen auch unterschiedliche Ziele und Philosophien. Dabei wird meistens in modernen oder mittelalterlichen Szenarien gespielt.
Vampire Live hat im Vergleich zu Fantasy und Endzeit eine sehr geringe Eventdichte in Deutschland, allerdings finden viele dieser Events sehr regelmäßig statt und haben eine sehr, sehr treue Spielerschaft. Außerdem sollte man anmerken, trotz aller Ähnlichkeiten können sich die Regelwerke von Veranstaltung zu Veranstaltung unterscheiden. Fragt am besten einfach mal im Vorfeld nach, wie es bei eurer Veranstaltung aussieht. Als nächstes kommen wir zum Sci-Fi Lab. Hier bespielt ihr oft Szenarien, die in ferner Zukunft oder in hochtechnisierten Welten spielen. Dabei basieren viele Szenarien oft auf bekannten Franchises wie zum Beispiel Star Wars, Battlestar Galactica, Alien oder auch Warhammer 40k. Oft steht dabei Konfliktspiel zwischen verschiedenen Fraktionen, das Überleben in lebensfeindlichen Regionen oder die Auseinandersetzung mit Technologie in unterschiedlichster Form im Vordergrund. Meistens sind die Spielwelten im Sci-Fi Lab geschlossen und begrenzt auf bestimmte Events. Sprich, im Gegensatz zum Fantasy- oder Endzeit Lab kann der Spieler meistens nicht mit einem Charakter an unterschiedlichen Events teilnehmen. Hier gibt es natürlich auch Ausnahmen. Generell hat Sci-Fi Lab in Deutschland nicht so eine hohe Eventdichte. Dafür sind diese Events sehr hochwertig gestaltet mit einem Schwerpunkt auf aufwendigen Kulissen und dem starken Einbinden von Technologie, was oft für eine einzigartige Spielatmosphäre sorgt. Dementsprechend sind diese Events aber oft auch sehr kostspielig, was gerade beim Einstieg vielleicht etwas abschreckend sein kann. Kommen wir zum Horror Lab. Dieses Genre wird oft mit anderen Genres wie zum Beispiel Sci-Fi oder auch Fantasy kombiniert. In Reinform werden oft bekannte Horrorszenarien wie zum Beispiel den Cthulhu-Mythos oder Zombie-Ausbrüche gespielt. Dabei sind ähnlich wie beim Sci-Fi auch im reinen Horror-Lab die Spielwelten meist geschlossen und auf bestimmte Events begrenzt. Reines Horror-Lab wird sehr wenig in Deutschland bespielt und ist meistens im eher kostspieligen Bereich angesiedelt. Dafür bekommt man oft eine unglaublich dichte Spielatmosphäre, die auch mal an die Grenzen der eigenen Belastung gehen kann. Als letztes kommen wir zu einem derzeit etwas eingeschlafenen Genre, dem Western Lab. Wie der Name vermuten lässt, bespielt ihr hier den Wilden Westen. Dabei wird optisch oft eine Mischung aus historisch korrekten Darstellungen sowie Stilelementen aus Italo-Western wie der Dollar-Serie oder Videospielen wie der Red Dead-Serie angestrebt. Dementsprechend sind die Szenarien oft an diesen klassischen Geschichten angelehnt, thematisieren aber auch Dinge wie zum Beispiel den amerikanischen Bürgerkrieg. Es finden in Deutschland leider nur sehr vereinzelt Events in diesem Genre statt. Allerdings gibt es auch in Deutschland echt stilechte Westernkulissen. Generell zeichnen sich viele Veranstaltungen durch eine hohe Qualität von Kostümen und Requisiten aus. So werden zum Beispiel authentische Schusswaffen mit Knallmunition verwendet, anstelle von Kunststoff- oder Airsoftwaffen. Freunde, das war unser grober Überblick von den Lab-Genres hier bei uns in Deutschland. Es gibt natürlich noch viel mehr, als wir jetzt vorgestellt haben. Diese Genres werden allerdings eher sporadisch bespielt und sind dadurch eher relevant, wenn ihr schon was länger Lab gemacht habt und einfach ein wenig Abwechslung sucht. Ansonsten hoffe ich, dass das Video euch geholfen hat. Falls ihr Fragen habt, dann gerne in die Kommentare damit. Es gibt keine dummen Fragen. Wir sind natürlich hier, um euch bei eurem Start zu helfen. Ich bedanke mich und wir sehen uns beim nächsten Video hier in der OT Blase. Macht es gut und tschaußen, Freunde.